Hey Leute, ich bin Yannick vom Foodblog Tastebits und heute zeige ich euch, wie ihr pochierte Eier ganz einfach selber machen könnt. Pochierte Eier passen wunderbar einfach auf Brote zu Risotto. Das ist nichts anderes als ein Ei, was quasi ohne Schale gekocht wird, also einfach in ein Wasser mit Strudel aufgeschlagen wird und dann kann man es auch schon genießen. Dauert keine 5 Minuten und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das ganz einfach selber machen könnt. Für die pochierten Eier fange ich zunächst mal an mit einem Topf mit Wasser, den ich einfach auf den Herd zum Kochen bringe. Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis das Wasser kocht. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal um das Ei kümmern. Dazu nehme ich mir zunächst mal hier eine Schüssel und ein Sieb, denn wir wollen das Ei jetzt einmal in diesem Sieb aufschlagen. Am besten vorsichtig, dass das Eigelb natürlich ganz bleibt. Und dann sieben wir das Ei jetzt einfach einmal ab. Ihr seht, hier geht so ein bisschen durch. Das ist das, was später beim pochierten Ei gerne so ein bisschen ausfranst. Und das wollen wir in unserem pochierten Ei später natürlich nicht haben. Wie gesagt, ihr seht, das ist wirklich jetzt keine Verschwendung, das ist echt nicht viel. Wenn ihr das noch aufbewahren wollt, könnt ihr das natürlich gerne in eine Schüssel geben, im Kühlschrank aufbewahren und zu Rührei verarbeiten. Wenn euer Wasser dann kocht, dann nehmt ihr es entweder vom Herd oder ihr schaltet den Herd aus. Auf dem Induktionsherd funktioniert das super. Dann kommt eine gute Menge Salz dazu. Das gibt unserem Ei wesentlich mehr Geschmack, als wenn wir es quasi von außen später, wenn es fertig ist, nur salzen. Das Ganze rühren wir jetzt einmal um, dass sich das Salz in dem Wasser auflösen kann. Und jetzt gibt es viele Tipps, was pochierte Eier angeht. Dann wird da Backpulver reingegeben, dann wird da zum Beispiel hier ein Essig reingegeben oder sonst was. Ich lasse das alles, weil im Endeffekt es funktioniert auch so. Und jetzt nehme ich mir einen Löffel und erzeuge hier so einen kleinen Strudel in meinem Wasser. Das sorgt dann dafür, dass sich das Eiweiß gleich schön um das Eigelb legen kann. Und dann geben wir unser Ei einfach vorsichtig, sodass das Eigelb ganz bleibt, in diesen Strudel. Und so lassen wir das Ei für 4 Minuten jetzt ziehen. In 4 Minuten wird das Eiweiß richtig durchgegart, während das Eigelb noch schön flüssig und cremig bleibt. Und nach 4 Minuten ist es dann noch an der Zeit, um unser pochiertes Ei mal aus dem Wasser zu holen und es dann auf einen Teller geben. Und ihr seht hier, es hat eine richtig tolle Form bekommen. Da ist kein überflüssiges Eiweiß mehr drumherum. Vor dem Anschneiden gebe ich immer gerne noch eine kleine Prise Salz mit darauf und natürlich ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Und dann wollen wir das Ganze hier mal mit der Gabel einmal anstechen. Und ihr seht, es hat noch einen schönen flüssigen Kern. Das Eiweiß drumherum ist schön gestockt und wie gesagt, das ist ganz wunderbar auf Risotto zusammen mit ein bisschen Brot, mit ein bisschen Toast, mit Schwarzbrot oder einfach so als Frühstück. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder das vielleicht auch das erste Video ist, was ihr von meinem Kanal hier auf YouTube gesehen habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video natürlich gleich einen Daumen nach oben gebt und am besten meinen Kanal auf YouTube gleich abonniert. Dann verpasst ihr in Zukunft kein leckeres Video mehr, kein neues Rezept und keine neue Inspiration. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und sage tschüss, bis bald.